Ich fahre auch gerne mit Straßenbahn oder mit Auto eine halbe Stunde, nur um hier meine Currywurst zu essen. Weil es ist absolut nur geil. So, da haben wir einmal die Blutwurst mit Kartoffeln und Sauerkraut, einmal die Curry Pommes und einmal den Gulasch mit den Nudeln. Ich wünsche guten Appetit. An Bühne frei. Oh. Ja. Moin. Moin. Jetzt habe ich den richtigen Knopf. Dann werden wir erstmal anfangen. Nee, muss ich noch mal gucken. Ja, die eine kannst du noch mitbringen. Also das sind hier TK-Brötchen, die bekommen wir vom Großhandel geliefert. Die sind soweit super. Mit denen haben wir uns ganz gut eingefuchst. Vor allen Dingen, man ist flexibel und die schmecken gut. Die Kunden haben es angenommen. Viel anders machen ja große Backstationen das auch schon gar nicht mehr, weil es überhaupt nicht leistbar ist. Machen wir hier nach Bedarf selber. Dadurch können wir das öfter mal frisch und warm abbacken und die Leute haben kein Brötchen, was den ganzen Tag alt ist. Ein schönes, knuspriges, warmes. So, nun haben die erstmal zu tun.
Ja, wie gesagt, das ist die Chefin, die Kathleen, meine Frau, und das ist der Willi, mein Sohn. Und wir machen das hier so im Dream Team alle zusammen und ja, geben alle unser Bestes, jeden Tag. Gut, also parallel läuft hier natürlich heute hinten die Wurstproduktion an. Das macht der Stefan hier hinten. Der bereitet jetzt so ein bisschen vor. Das ist der Stefan, das ist der Geselle, der die Sache hier heute mit uns zusammen machen wird. Und ja, es wird hier schon Wasser eingelassen im Kessel, damit das hier alles ein bisschen vorbereitet ist. Wie gesagt, hier sind die verschiedenen Maschinen. Das ist unsere kleine gläserne Wurstküche, ja, mit der wir ganz zufrieden sind. Hier haben wir fast alles, was die Fleischerei braucht, bis auf eine Rauchkammer, aber da machen wir nichts mehr. Wir machen alles nur gebrühte Ware oder Blutwurst oder Sachen eben, die keine Rauchkammer mehr benötigen. Ja, und hier von vorne durch die große Glasscheibe können die Kunden zugucken und können die Sache mit verfolgen und der eine oder andere nimmt das ganz dankbar an. So, das ist jetzt das Eis, was wir vorbereitet haben. Wir haben hier im Keller so eine Eismaschine zu stehen, die macht Crash-Eis. Das wird benötigt, um die Wurst, um das Fleischbrät zu kuttern. Einerseits nimmt das Eis auf und das Wasser, damit es gebunden wird und ein schönes Wurstbrät entsteht. Und auf der anderen Seite ist das Eis da, um die Wurstmasse auch zu kühlen, weil durch diese Reibung im Kutter bei 6000 Umdrehungen ungefähr entsteht ein Haufen Wärme und die nimmt das Eis auf und dadurch wird das nachher eine schöne Wurstmasse. Aber das wirst du nachher später sehen, wenn der Kutter läuft, wenn das hier alles in Jange ist. Für jeden Posten, wir machen immer 20 Kilo Posten Currywurst. Hier wird jetzt praktisch das Eis vorher abgewogen, damit man da nicht zu viel ran macht, damit das auch eine vernünftige Wurst wird. Und ja, parallel dazu läuft natürlich schon vorne in der Küche und so ein bisschen die Vorbereitung. Du müsstest dich jetzt teilen, damit du alles siehst. Aber wir sind jetzt, ja. Jetzt brauchen wir Fleisch. Nee, also Katalog.
richtige Licht anmachen hier heute. Du willst doch rechte Licht gerückt werden. Ja, kostet all Geld. Hält man die leisten. Das wird heute Kartoffelsuppe. Super. Dann alles auf den Herd. Und Nummer 2. So, und jetzt kommen noch die Eisbeine auf. Sind die schon vorbereitet, die Eisbeine? Die sind im Rohzustand, die sind gepökelt, die werden jetzt bloß schön im Wasser, also in Brühe gekocht. Und die brauchen jetzt eine ganze Weile, deswegen machen wir sie im Schnellkochtopf, dann brauchen sie bloß eine Stunde. Ansonsten brauchen sie ja meistens so 2,5 im Kochtopf und im Schnellkochtopf geht es immer ein bisschen schneller. Mal raus.
mal, wie es ihm hier hinten geht. So. Kommst nur her, wenn du essen willst. Ja, Qualitätskontrolle muss natürlich auch sein, was er hier gemacht hat. Aber ich glaube, das ist wie beim Kuchenteig, man muss das probieren. Und ja, total lecker Sachen. Viele kennen das nicht, aber wer das mal probiert hat, muss auch mal kosten. Muss einfach. Ja. So, die Brötchen sind jetzt gerade rausgekommen. Die haben wir da vorne. Hier sind schon die Paprikaschoten für heute zum Mittagessen drin. Und hier brutzelt schon der Grundfond hier für die Soße. Ja, wie gesagt, morgens von allen Töpfen, da weiß man gar nicht, wo man hin soll zuerst. Oder jedenfalls für dich, weil sehr viel zu sehen ist. Keine Frage. Aber ja. Jetzt wird der Ofen bestückt für die heiße Theke. Da wird praktisch das ganze Essen, das Sauerkraut, das Rotkohl drin warm gemacht. Und wenn nachher die heiße Theke angeht, dann wird das praktisch bloß rausgenommen und gleich heiß dort reingesetzt. So, dann machen wir hier ein bisschen Bauernfrühstück vorbereiten. Ein bisschen Ei. Und da kommen Gewürze ran, ein bisschen Milch, damit es schön fluffig ist. So, ein Schluck Milch noch mit dran. So, Salz darf nicht fehlen und Pfeffer auch nicht. Dann wird das alles einmal runtergequillt. Aber die war gestern durch, die hatte fertig gemacht noch. Ja, aber So, nun haben wir alles schön untergerührt und nun können wir die Pfanne starten. Dann machen wir ein bisschen Öl in die Pfanne. Und dann kommt unser verquirltes Ei hinein, so dass der Boden bedeckt ist, und dann kann es vor sich hin quillen. Die Bratkartoffeln mit am Rand, damit wir den nachher schön umschlagen können. Bauernfrühstück kaufen die Leute ja auch gerne, meistens die Bauarbeiter, die sind immer zufrieden, weil das was teilweise auch gesund ist mit dem Ei. Ja, alles, wie gesagt, von jedem bisschen. So, denn der Bauer sieht ja auch schon ganz gut aus. So, einen Moment braucht er noch, dann haben wir hier unsere Nudeln noch am Köcheln. So, der Bauer ist auch fertig. Einmal rüber. Dann wird er einmal gewendet. Ups. Und den Fleischkäse gibt es heute noch. Fleischkäse im Brötchen. So. Damit haben wir das hier fast alles drin im Ofen. Und den Fleischkäse gibt es heute noch. Fleischkäse im Brötchen. So. So, damit haben wir jetzt alles im Ofen drin und ja, lassen den einfach jetzt eine Stunde laufen, damit das alles schön durchwärmt. Und dann hat er ja noch zu tun. So, jetzt haben wir hier unseren Tomatenketchup, genau, den wir hier immer schon einrühren. Der wird jetzt praktisch hier vorne auch in einen Warmhalter. Der springt nachher so in einer halben Stunde an. Und der kommt dann nachher über die Currywurst einfach rüber. Das ist unsere grobe Mettos mit Kümmel.
Wie gesagt, ansonsten haben wir hier unsere Jachtwurst. So. So. So, haben wir noch unsere Bockwürste. Was ist das jetzt für eine Soße? Das sind scharfe Zwiebeln, also es ist quasi mit Chili, unserer Currysoße und dann die Zwiebeln reingemacht. Das ist für die Kunden, die es noch schärfer mögen, als nur mit Chilipulver oben drauf. Jo. Direkt zu essen. Bist du zufrieden? Ja. Wir müssen ja jetzt noch ein bisschen intensiver sein, weil die ja durchs Wasser noch mal ein bisschen den Geschmack verlieren. Und dass sie vorne, wenn sie aus dem Grill kommen, lecker sind, dann passt das. Leicht nass. Da sieht eine wie die andere aus. Ja, meine sind etwas anders. Meine sind ab und zu ein bisschen krummer. Aber das ist eben, weil ich es kann, weil das die russische Brotbuchstaben sind. Ansonsten nur die große 3 €. Die kriegen ja richtig schön Frau.
Ja, hier ist jetzt der Speck für die Cheese Bacon Bratwurst. Der ist praktisch gewürfelt und der wird jetzt hier schön knusprig ausgebraten. Und wenn der nachher abgekühlt ist, kommt der mit dem Käse zusammen in die Bratwurst und das gibt einen total geilen Geschmack. Das ist hier, ja, der muss noch ein bisschen, der ist erst am Vorbrutzeln, aber der ist nachher richtig schön goldgelb. Also da werde ich nachher noch mal zwischendurch holen, wenn der richtig schön angeschmuggelt ist. Ja. Der muss jetzt erstmal ein bisschen ausbraten. Das Fett, was dann hier rausbrät, das gießen wir natürlich über dem Sieb ab, weil das sonst sich mit der Wurst nicht verbindet. Aber nur die Speckwürfel, das ist eine tolle Sache. Einfach total lecker. Macht ihr den auch selber? Den machen wir auch selber. Wie gesagt, wir machen hier alle Salate selber. Auch den Quark, den rühren wir hier selber ein. Und das machen wir so nach altem Rezept, was wir so übernommen haben von den Eltern, Großeltern. Und dann sieht das immer alles schön frisch aus morgens. Dann haben wir hier unseren Kräuterquark. Nee, Hackepeter hat Ei draus. Machen wir erstmal hier Licht an, dann haben wir, dass die Kunden auch sehen, was wir an der Theke haben. Ups, dann müssen wir erstmal sauber machen. Den nehmen die Kunden mal gerne aufs Brötchen. Dann machen wir nachher auch noch halbe belegte Brötchen mit Eiersalat und Fleischsalat. Das wird immer gern genommen. So. Und ja, dann gibt's es, glaube ich, erstmal. Der wird jetzt praktisch, wir machen jetzt auf das Sieb auf, dass das Fett hier abläuft und dass die Speckwürfel hier schon schön auskühlen können. So, die sind jetzt schön abgebraten und goldgelb. Man riecht es richtig förmlich. Und das lassen wir jetzt einfach hier ein bisschen abkühlen. Und das kommt nachher dann in die Käse-Schinken-Bratwurst. So, hier unten kann man sehen, wie das Fett abläuft. Total knusprig. Das gibt einen super Geschmack. Jetzt von der Bratwurst ist das so Das haben wir uns selber so ein bisschen ausgedacht, weil wir mal wir sagten, ich habe damals so eine Bratwurstmeisterschaft auf der Domäne Dahlem und da haben wir immer teilgenommen und jeder hat versucht, irgendwie was Besonderes zu finden. Dann haben wir ein bisschen getüftelt und überlegt, was können wir machen. Und dann ist das mit dem Schinken und mit dem Käse so entstanden. Ja, wir haben auch Lachsbratwurst mit Zitronenpfeffer gemacht oder also verschiedene Kreationen, aber das ist so der Renner gewesen und ja, das haben wir beibehalten. Also jetzt kommt die Bratwurst, die wir machen, die zwei Sorten. Und da sind die Arbeitsschritte immer wieder die gleichen. Also erstmal das Fleisch wolfen, das Fleisch und das Fett. Dann wird es in den Kutter gegeben, dann kommt Eis und Gewürz dazu und wird zum Brät, zum schönen Grundmasse wird es hier kuttert. Und dann teilen wir dieses Gesamtbrät auf, weil wir ja zwei verschiedene Sorten Bratwurst machen wollen. Also das Grundbrät ist dasselbe, bloß die Gewürze und die Zusatzstoffe oder die Zugaben sind ein bisschen anders. Bei der Cheese Bacon Bratwurst eben diese Speckwürfel und der Käse und bei der Kräuterbratwurst eben das Schrotfleisch mit den anderen Gewürzen, mit den Kräutern und Majoran und Selleriesalz und Kümmel und verschiedene Sachen. Sehr gut. Ja.
So, dann werden wir mal sehen, dass wir das hier so, das sind jetzt praktisch die gebratenen Speckwürfel, die wir vorhin vorne in der Pfanne hatten. Die kommen jetzt hier als Grobeinlage mit rein. So, das ist ganz normaler Gouda-Käse, den gibt es so geschnitten im Großhandel. Ja, ein bisschen leichter und ein bisschen einfacher für uns. So, der kommt jetzt hier mit rein. So, ich würde sagen, wir lassen das erstmal. Das müssen wir dann gucken, wie die Konsistenz ist, wie wir das machen. Käsegewürz, Gorgonzola, also vom Geruch her schon total lecker. Natürlich noch Pfeffer machen wir rein. Das ist der hier, wenn ich das richtig sehe, ja. So, da kommt noch Pfeffer mit dran. Mit Salz warten wir noch, weil der Speck ja schon gesalzen ist. Da müssen wir nachher probieren. Müssen wir abschmecken. Ein bisschen Brätung da machen. Pfeffer, Salz, Käse, Pfeffer. Wollen wir noch ein bisschen Brät machen? Abschmecken, das ist einfach so. Oh ja, der Käse kommt gut. Der Speck, das ist gut. Gut. Wenn das passiert, dann will der Kind einen Wurst abkaufen. Kein Platz zum Arbeiten. Verschiedene Größen. Würde mal dicker der Darm. Das am Ende nur aufpassen, dass du nicht zu groß wirst, weil sie dann zu schwer sind. Wie bist du zum Fleischer gekommen?
Ich sag mal, ursprünglich wollte ich Koch werden. Und als guter Koch brauchst du vorher eine Fleischerlehre, damit das wenigstens vernünftig ist, damit du mit allem umgehen kannst, damit du weißt, welches Stück gehört wozu und so weiter. Und da mir das als Fleischer so viel Spaß gemacht hat, bin ich Fleischer geblieben. Und was genau fasziniert dich daran? Hey, du kannst wie beim Koch, du machst vieles nach Gefühl. Sag mal, beim Wurstmachen, alles, das ist ja, du hast zwar eine Grundrezeptur, aber du veränderst ja trotzdem alles selber so ein bisschen. Sag mal, du bist halt der Grund, warum das so schmeckt, wie es schmeckt. Was ist genau die Motivation für dich? Ist das? Es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, die Arbeit. Solange man Spaß hat bei der Arbeit, ist es auch die richtige Arbeit. Weil dann ist es ja nicht wie Arbeit, weil du hast ja Spaß dabei. Das ist halt das Schöne. So, und dann packen wir noch ein paar frische Bratwürste nach. Die wollen wir ja bei dem schönen Wetter heute verkaufen. Da haben wir zwei verschiedene Sorten. Einmal Kräuterbratwurst und einmal unsere Cheese Bacon Bratwurst. Müssen wir selber immer gucken, dass wir den Unterschied hier auch sehen. Einmal mit Kräuter und hier sind die Cheese Bacon. Super. Die stellen wir erstmal nur hier. Das ist das Beste auf dieser Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin süchtig danach. Ich muss mindestens 1 oder 2 Mal im Monat muss ich hierher kommen. Unbedingt. Und Weil der ist der Spezialist, von dem wir gesprochen haben, der die aus dem Kessel so roh ist. Also wenn die gebrüht sind. Den mal probiert, haben wir ihn angefixt und seitdem zu Risiken und Nebenwirkungen fahren sie ihren Fleischer. Absolut geil. Und ich nehme noch 4 mit, weil ich zu Hause möchte ich dann auch nach 2, 3 Tagen unnormal. Also muss sein. Also so hart wie es klingt, aber ihn werden wir nicht mehr los als Kunden. Ja. Also Sie sind schon lange Stammkunde. Ja. Na, früher war ja noch, dann gab es ja noch Kunopke noch unter der U-Bahn. Und da war die Wurst genau richtig lecker. Und irgendwie ist das da alles auseinandergegangen. Da kannst du nicht mehr hingehen. Die machen erst um 11 Uhr und so ein Quatsch alles. Aber dafür sind sie hierher gekommen. Also, ich fahre auch gerne mit Straßenbahn oder mit Auto eine halbe Stunde, nur um hier meine Currywurst zu essen. Weil es ist absolut nur geil. Das ist jetzt die Schweineschulter, die wir hier nehmen. Und der muss natürlich als erstes auf den Herd heute, weil der natürlich auch eine Weile braucht, bis er weich ist nachher. Wir haben hier auch schon ein bisschen Kassler vorbereitet, das ist schon mit drin. Damit haben wir den fertig und ich werde ihn gleich auf den Herd stellen. Damit er schon hier ein bisschen Zeit hat zu. Oh, war heiß. So, ein bisschen Maggi-Kraut für die Kartoffelsuppe, für den Geschmack. So, das haben wir. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz. Und da wir gleich den Salzbämmel in der Hand haben, wird es mit. So, da Pfeffer mit dran. Prise. Super. Noch Deckel zu, man kann es vor sich hin köcheln. Ja, das werden jetzt hier Buletten, die werden nachher im Eloma gebraten. Und da sind schon kühlfreie Topfe vorbereitet, die werden nachher auch noch abgekocht. Auch schon, weil man immer so ein bisschen 2, 3 Tage im Voraus denken muss, was macht man für Essen. Und ja, da muss das immer ein bisschen schon im Geiste vorgeplant werden.
kommen die Buletten als Rohling in den Ofen. Ja, die brauchen jetzt hier 20 Minuten in dem Ofen und dann sind die richtig schön knusprig. Nicht ganz so wie von der Pfanne gebraten, aber natürlich für die Mengen, die wir hier machen, ist das schon eine totale Erleichterung. Da kriegt man die natürlich schneller hin. Hat man in 20 Minuten, weiß ich nicht, 50 Buletten gebraten, das schafft man natürlich auf dem Herd nicht. Und ja, sind okay von der Qualität. Viele machen das ja auch in der Fritteuse, ne? Ja. Und dann schmeißen sie es noch in die Fritteuse. Ja, kann man auch machen oder machen wir auch zwischendurch, wenn ein Kunde kommt, dass man die nochmal richtig warm und knusprig macht. Ja, kann man auch machen. Ist auch eine gute Idee. Weil ist ja im Fettbraten ist ja eigentlich das Ding. So wie mit den Koteletts, das ist einfach, Fett ist einfach der Geschmacksträger, das macht das. Ja, schnell die Eisbeine. Die kommen jetzt auch vorne nicht. Jedenfalls schön. Geht schon los. Der hat jetzt hier schon schön Farbe angenommen, der Gulasch. Da können wir jetzt, so, dann machen wir jetzt hier unsere schönen selbst gesammelten Pilze und getrockneten. Da brauchen wir bloß mal einen Löffel. Und das bringt richtig schön Geschmack. Und Deckel zu, damit das Aroma nicht verschwindet. Und selbst gesammelt? Ja, die haben wir selber gesammelt. Im Herbst, wir gehen zu gerne in den Wald und dieses Jahr oder letztes Jahr war Steinpilz. Keine Ahnung, Wetter, ja. Auf jeden Fall haben wir ganz viele Steinpilze gehabt und die haben wir angeschmorte Zwiebeln. Die machen wir jetzt hier auch mit an Gulasch, die bringen auch schön Geschmack. Und dann machen wir Wasser drauf und lassen das Ganze ein bisschen noch vor sich hin köcheln. Die Blutwurst ist hier auch so unser Verkaufsschlager, die wird gerne genommen. Und die machen die selber. Wird hier alles noch hinten produziert. So, nicht mehr so oft, dass das angeboten wird, oder? Selten. Man hat ja auch wenig deutsche Küche noch. Meistens ist ja dann Asiate oder Inder und die kennen das ja nur gar nicht. Und das ist absolut deutsche Küche. Blutwurst ist so traditionell. So, da kommt jetzt noch ein bisschen Wasser mit rein und man kann die auch vor sich hin köcheln. So, schön Wasser. Rührlöffel, dass er uns hier nicht ansetzt in der Pfanne. Und wichtig ist natürlich auch gucken, dass sie nicht auf volle Pulle ist, sondern langsam vor sich hin. Guck mal, was der Gulasch sagt. Oh ja, der sieht jetzt schon ganz gut aus. Das Fleisch auch gleich hin ist. Ja, das sieht gut aus. Dann können wir es anlegen. Und dann schmecken wir es nochmal ab. So, wie gesagt, hier haben wir unsere Mehlspitze.
Da das ja ein richtig großer Topf ist, muss leider auch ein bisschen was ran, damit es schön anlegt. Aber ich glaube, da geht noch was. Zu wenig? Na, da könnte noch ein bisschen was dran. Ja, ein bisschen dicker muss er. Ab und zu tricksen wir mal ein bisschen. Da haben wir hier so ein Rätsel. Das ist ein brauner Soßenbinder. Und dass er schön anlegt. Was ist das genau? Das ist eigentlich brauner Soßenbinder. Bloß dass es im Laden gibt es den so als ganz fein Pulver. Und wir kriegen es hier für die Küche ist es so ein bisschen gröber. Sieht so ein bisschen aus wie, ich sag mal, Hasenkegel. Aber ist halt einfach nur Soßenbinder. Zeigt seine Wirkung. Es liegt schön an. Auch der ist wieder lecker geworden. Den lassen wir jetzt noch ein bisschen auf dem Herd vor sich hinköcheln und dann können wir den nachher auch mit in die heiße Theke machen. Perfekt. Genau. So. Jetzt haben wir hier den Hackerpeter schon durchgedreht. Jetzt kommt hier dieses grobe Steinteil dran, von dem wir jetzt gesprochen haben, ohne Zusatzstoffe. Kommt hier Pfeffer mit dran. Die Zwiebeln haben wir gestern schon vorbereitet, die haben wir geschnitten. Die versuche ich immer so ein bisschen auszudrücken, weil durch den Zwiebelsaft wird das Fleisch sonst zu schnell grau. Jetzt kommen die Zwiebeln hier mit rüber. Man sieht, die Zwiebeln haben unheimlich viel Saft drin. Und der würde das Fleisch innerhalb von 2 Stunden schon grau werden lassen. Da drücken wir das immer ein bisschen aus. Aber deshalb ist der Zwiebelsaft nicht verloren. Der kommt beim Kochen mit rein, entweder beim Gulasch, damit er auch seinen Geschmack noch mit entfalten kann. Man sieht richtig, wie hier und jetzt wird praktisch alles schön gleichmäßig vermengt. Das ist auch noch so ein Artikel, der von der Fleischerei, die wir mit hatten, den Laden, den wir hatten, der noch so übrig geblieben ist, wo die Leute immer wieder nachfragen und der immer wieder geht. Es sind zwar nur noch kleinere Mengen, die wir hier verkaufen, aber jetzt sind genug Stammkunden, die sagen, ach, machen Sie mal von dem Hackepeter oder die hier gegessen haben und sehen dann beim Essen, was hier alles verkauft wird und beim Rausgehen sehen Sie in der Theke, ach, hier gibt es ja noch sogar Fleisch, ein bisschen Wurst zu kaufen und Salat und Hackepeter und nehmen das dann einfach mit. So, jetzt kosten wir bloß mal. Moment. War gut. Oh ja. Der ist schön würzig. Und da werden jetzt gleich frische Brote mitgemacht, Schwarzbrot. Dann kommen natürlich die Hackepeterbrötchen, die
Die dürfen nicht fehlen. Haben wir hier schon ein bisschen vorbereitet. Hier steht schon und wird gleich klar. Und der kommt zu mir in die Theke. So, dann haben wir die Bluetooth auch soweit. Die hat sich schön aufgelöst. Bluetooth war früher mal ein arme Leute essen, aber die Zeit ist auch, tschüssi, macht's gut, lange vorbei, da die Gewürze und die Därme alles viel zu teuer wird, ist das auch schon lange nicht mehr ein Billettessen, so wie es früher mal war. So, das haben wir auch. Und dann kommt sie auch mit rein, eine Kelle dazu. Und dann wartest du auf ihr Verkauf. So, jetzt geht's los. Hackepeterbrote erstmal. Da gibt direkt nur deswegen rein. Die kommen ran hier. Ein paar Taxifahrer oder. Also für diese Hackepeterstullen gibt es auch alles Spezialisten. Die kommen wirklich nur deswegen rein. Au, Schwarzbrotstulle mit Hackepeter. Und Taxifahrer, Bauarbeiter, die kommen wirklich hier gezielt ran und sagen dann, mach mir mal, habt da was da. Ja, hat sich etabliert, sind keine weltbewegenden Mengen, aber findet jeder so seine Spezialität. Du das denn überhaupt noch, wenn du das ja jeden Tag siehst? Ja, man hat jeden Tag immer wieder Lust darauf und das macht einfach Spaß. Vor allen Dingen, und viele Kunden geben Feedback, wo man denkt, ja, ich glaube, wir haben alles richtig gemacht und das motiviert einen dann auch für den nächsten Tag oder für die nächste Zeit, weil man ja nur nicht jeden Tag, das ist ja nicht jeder Tag gleich ein Geschäft, das geht ja auch mal rauf und runter. Aber wenn dann so ein paar nette Kunden kommen, ja. So, eins noch mit Hackepeter, das reicht. Schmalzstulle geht auch immer. Gibt es auch nicht überall oder ich wüsste nicht, wo es eine Schmalzstulle zu essen gibt. Da gibt es auch die Spezialisten und die Anhänger für. Kann man sagen, das ist auch ein Klassiker? Ja, aber ein uralter Klassiker. Sicherlich nicht der Renner, aber das gibt es eben bei keiner Kette. Nicht bei Backwerk, nicht bei irgendwelchen anderen Franchise-Nehmern. Das ist einfach, ja, ich denke mal, das ist ein bisschen speziell unser Handwerk, was wir noch so ein bisschen hier vertreten. Diese typische Fleischerei. Hackepeter, Schmalz und auch wie gesagt, da gibt es auch nicht die großen Massen, sondern wir machen eher auf kleine Mengen, aber natürlich mit einem irren wahnsinnigen Geschmack. So, das probieren. Ja, mal gucken. Da hat sie immer ein tolles Plätzchen, aber da kommt ich nicht dazwischen. Das macht sie immer da. Deckel rauf und dann kann das. So, Eisbeine sind auch schon oben. Sehr schön. Ja, wie gesagt, hier hat der Willi schon die Koteletts paniert, die wir heute hier machen. Und ja, ist alles Handarbeit. Die gibt es sicherlich auch alles schon vorpaniert vom Großhandel, eine TK, aber das, was wir hier verkaufen, machen wir alles noch selber. Das ist so ein bisschen, ja, das Herzblut, mit dem wir das hier machen. Fleisch und Wurst ist unser Ding und es gibt alles vorher fertig, gar keine Frage, aber wir machen das selber, weil wir da wissen, was drin ist, was dran ist und wie es schmeckt. Und ich glaube, das wissen die Kunden zu schätzen. Dann kann der Tag kommen.
hier unseren Abschnitt kleinen Gäste. Der ist auch durch einen Zufall entstanden. Wir haben die großen Tische gebaut und durch das ganze Abschneiden blieben dann die kleinen Stücken Holz übrig. Haben wir gedacht, naja, da machen wir einen Tisch für unsere kleinen Gäste. Und wird angenommen. So. Ja, die brauchen noch einen kleinen Impuls, ja. So, kann es gehen. Jetzt ist eröffnet. Tische noch ein bisschen abwischen und dann sind wir bereit für den Tag. Oh ja. Ja, das ist hier unser altes Familienwappen, an dem wir uns ein bisschen orientiert haben mit dem neuen Diner-Logo. Sicherlich, das ist von 1708 oder noch älter. Jetzt haben wir 2025. Wir haben das versucht, so ein bisschen zu modernisieren und so ein bisschen in die neue Zeit zu bringen. Alleine von den Farben her. Und ja, ich denke, das ist uns ganz gut gelungen, denn seit 1. Januar 2022 nennen wir uns ja nun Oppens Diner und Fleischerei, weil das war uns sehr wichtig, dass wir das mit der Fleischerei noch haben, weil das sind so unsere Wurzeln, von denen wir kommen. Ja, also das ist hier unser Familienwappen und seit 1779 ist nachweislich die Fleischerei mit einem Meisterbetrieb geführt. Das ist belegt, aber dieses Familienwappen ist noch viel älter. Das geht zurück bis ins Jahr 1480. Zum Anfang hatte ich ja nur dieses Wappen und irgendwann habe ich dann festgestellt, da hinten ist noch was raufgeklebt, ein Kuvert. Und das ist so alt, dass ich es manchmal kaum traue, mich anzufassen. Da stand hier sogar was von, ich glaube 1408, 1480, ja. Da aus dem 14. Jahrhundert, 80er. Die Schrift ist so eine ganz alte, verschnörkelte, ich glaube Sütterlin-Schrift nennt sich das. Und das muss erstmal ins normale Deutsch übersetzt werden. Der Inhalt ist kurz umschrieben, die kamen irgendwann aus dem Brandenburgischen, aus dem Luckauischen und sind dann Richtung Berlin gezogen, die Oppens, und sind dann irgendwann hier hängen geblieben. Erst mein Urgroßvater in Moabit und Charlottenburg und mein Großvater, der ist dann 1932 hier nach Weißensee gezogen und seit 1932 sind wir einfach hier in Weißensee in der Nähe von der Berliner Allee, mal ein Stück mal hoch, mal ein Stück runter, weil wir aus verschiedenen Gründen das eine oder andere Geschäft wechseln mussten, aber wenn ich das total entziffert habe, werden wir es hier mit in der Gaststube aufhängen und das so ein bisschen für die Kunden und die Gäste machen, weil wir haben ja hier viele alte historische Bilder vom 19. Jahrhundert und das gucken eben wirklich viele Leute mit an und ja, Neues hat jeder, aber das Alte ist eben, hat doch schon was. Noch dazu in Schwarz-Weiß. Ja. Einmal rüber. Dann wird da einmal gewendet. Ups. Das erste Bauernfrühstück heute. Und dann haben wir einmal das Bauernfrühstück. Einen guten Appetit wünsche ich. Sehr. Lass es schmecken. Ursprünglich mal stand, wo wir jetzt drin sind mit unserem Diner. Allerdings ist es nur noch ein Flachbau, der jetzt existiert. Da muss im Krieg mal eine Bombe reingegangen sein, weiß keiner genau. Und die Straße hieß früher nicht Malerstraße, sondern Elsassstraße, weil das französische Viertel war. So wurde das genannt nach dem Krieg, weil das wollten, Frankreich besiegt. Das war natürlich, wurde alles auf Französisch umbenannt. Ja, und das ist das Haus, was ursprünglich stand, mit dem kleinen Spitzdächelchen da oben drauf. Aber da hat alles begonnen? Das war 1800. Da war es dann schon, wie gesagt, Moabit, Charlottenburg. Wir können ja mal in der Urkunde gucken. Das waren dann schon die Vorfahren. Also mein Opa ist 32 nach Weißensee gekommen und das war dann 1860, vielleicht 1870. Ich meine, man sieht es ja auch an der Pferdekutsche hier auf dem Bild daneben. Das war natürlich was, wenn du eine Pferdekutsche schon vor deinem Laden hattest, da warst du schon eins rauf mit Mappe. Und naja.
Also ein paar Sachen haben wir regelmäßig da, Eisbein und Blutwurst, aber so Mittagsmenü Eintöpfe wechseln wir und so wie heute Gulasch mit Nudeln oder mit Kartoffeln und Rotkohl oder morgen die Rouladen, sowas wechselt dann eben immer. Und die Leute gucken auch so rauf und registrieren das. Und ja, das spricht sie an oder das spricht sie nicht an. Soll ich den Knochen gleich auslösen? Ja? Ansonsten kannst du selber mit, oder hilfst du damit schneiden? Ja. Dann würde ich den Knochen gleich auslösen, dann hat er den nicht erst auf dem Teller, wa? Ja. Tschüss, schönen Tag noch. Danke. So, und dann haben wir ein Fastschnitzel. Guten Appetit. Gucken wir mal, was der Gulasch sagt. Der köchelt hier auch schön vor sich hin. Aber der braucht noch. Der muss noch ein bisschen. Woran siehst du das? Naja, das ist an der Struktur vom Fleisch. Da ist, wie gesagt, da hat man schon so seinen Blick dafür. Da ist fest. Der muss noch. Und dann kommen die in das kochende Wasser. So, die brauchen ungefähr 10 Minuten und dann sind sie perfekt. Aber ohne Brötchen. Ja. Genau. Süß gerechnet. Ich kann rechnen? Ich war der beste Rechner in der Klasse im Kopf. Ja, ja, geht doch nicht. Muss ja, kann nicht jeder. Das ist nicht jeder. Manche kann mehr Stück lesen, schreiben. Ne? Der Genau, meine Mutter hat immer gesagt, fast jeder Mensch kann was Besonderes. Also irgendwie was extra gut. Extra oder besonders gut. Ne? Genau. Super, Sie können gut zählen. Ja. Dankeschön. Euch einen schönen Tag noch. Danke, Darf gleichfalls. ich Sie was kurz kann ich ganz kurz fragen? Sind Sie Stammkunde hier? Ja, Stamm, ja, kann man sagen, ja. Was ist das Besondere hier an dem Laden? Ja, Kunopke hier, die Currywurst. Alles schmeckt. Josa Alles- schmeckt. Genau. Wurst schmeckt. Currywurst auch schmeckt. Ja. Also ich liebe diesen Laden. Es schmeckt mir alles. Super, Ja? Dankeschön. Dankeschön. Also wenn Fernsehen mit Geruch kommt, dann haben die Köche gewonnen. Dann sind wir vorne dran. Aber ich denke mal, wenn wir nur schon zum Mond und zum Mars fliegen, ist das nächste, was kommt. So, und die Nudeln runter. So, strecken wir die auch ein bisschen ab mit kaltem Wasser, dass sie nicht zusammenkleben. So, da kommt noch eine Kelle rein, dass wir sie nachher auch rauskriegen. Und dann kommen die auch vorne in die Theke. Morgen sind wir die Ersten. Siehst du, dass du das nicht bist? Guten Morgen. Ja. Frühstücksher. So. Hacke Mittagsstunde, schon mal klar. Bleibt ihr zum Essen oder zum Mitnehmen oder wie? Zum Displays. An dem Tisch da, gut.
Und die Currywurst. Gut. Ich hätte gerne Eiersalat, die untere Hälfte vom Brötchen. Ja, und eine Nee, da muss ich wieder. etwas. Dann kommt das hier rein. Okay, was darf schön werden? Kann alles auf einen Teller oder getrennt? Alles klar. Kommt da noch was zu trinken mit dazu? Für mich auch nicht. Ja, dann. Oh, jetzt waren wir zu langsam. Genau, jetzt haben wir heute keine Minuten. So, und da ist der Fleischkäse. Jetzt traut sich die Mädels ja nicht zu naschen. Ich gucke mal, aber Kohlroulade ist nie bei. Oh, und hier heute haben wir Paprikaschote gefüllte. Ja, nee, naja. Ja? Na, mein Kleines, hast du alles geschafft? Dankeschön. Ich bringe dir die Paprikaschote gleich rüber. Danke. Mahlzeit, was darf Hallo, ich 2 Curry mit Brötchen bitte. Mit Schinken bitte. Sind Sie Stammkunde? Na, als Stammkunde wäre es zu viel gesagt, aber öfter. Stammkunde aber nicht, aber bin doch hin und wieder hier. Ja. Schon immer. Auch bei Kanopke früher. Und noch früher, vor der Wende. Also kann man schon eigentlich sagen Stammkunde. So gesehen, ja. Aber ich bin nicht jede Woche hier. Und warum kommen Sie immer wieder? Auch weil es mir eigentlich gefällt, ja. Und ja, dann muss man sagen, dann bin ich auch alleine. Man ist einsam. Und irgendwann geht man irgendwo essen. Statt nur zu Hause sitzen und alleine kochen. Ja. Und wenn man früher mit den Kindern schon war ja nachher Currywurst essen. War ja Kanopke berühmt früher. Ja. Na gut. Man hat sich ein bisschen geändert alles, aber ist schön geworden. Ja. Gefällt mir. Hallo, ich nehme 2 Schneidstunden und da noch eine Currywurst dazu. Ja? Und hier. Sind Sie Stammkunde hier? Ja, Und was ist das Besondere hier? die ganze Atmosphäre. Und außerdem kenne ich die Herrschaften schon von gegenüber. Ne? Schon seit Jahrzehnten. Ja. Okay, und dieses Schmalzbrot, das kriegt man auch nicht überall, oder? Nee, kriegt man nicht überall. Nee. Schade, heute sind gehackte alle gewesen, hätte ich mir noch eine gehackte dazu geholt. Ne? Ach, isst man das dann mit? Das mache ich nur so. Ne? Das ist nur mein Faible für sowas. Ne? Okay. Okay, danke. Danke. Gut. Zwei oder drei? Drei.
Können Sie schmecken? Dankeschön. Danke auch. Und 7. Vielen Dank und guten Appetit. Der kauft immer gerne Hackbraten bei uns mit Kartoffeln und Rotkohl. Den Hackbraten müssen wir kurz warm machen, weil der nicht heiß ist mehr. Aber der Rest ist warm. So, 10,90 sind es dann bitte. Sie sind Stammkunde hier? Nur kann man so könnte man es sagen, ja. Danke. Schon sehr lange? Ja. Und was ist das Besondere hier? Ja, das Besondere, das schmeckt immer gut. Alles frisch, schmeckt. Freundliche Bedienung. Besser geht's nicht. Und noch humane Preise. Das darf man auch nicht vergessen. Besonders sind. Danke. Fernsehen? Nee, also wie gesagt, 12 Rohlinge, einmal Soße und eine. Ja. Und einer zum Gleichessen. Bitte. Sind Sie hier Stammkunden? Nee, ich komme aus Bernau, aber ich fahre sehr gerne hierher. Deshalb hole ich jetzt 12 Würste und Vierteljahr, wenn die alle sind, komme ich wieder hierher. Extra den weiten Weg? Naja, wir waren heute noch in Blankenburg, im Baumarkt. Ja. Nee, sonst kommen wir immer her, ja. Und weshalb? Schon Jahrzehnte. Ich habe in den 80er Jahren hier gearbeitet in Berlin, seitdem. Also Berlin von Nopke immer. Das ist ein Muss, wenn man will. Dazu? Dann sind wir bei 34. Viele sagen, wenn ich sie frage, ob sie schon lange hierher kommen, sagen dann immer sofort Knopfe. Aber das ist ja auch nicht. Kannst du dazu noch mal was sagen? Ja, und zwar war das in der Historie der Laden von Günter Konopke. Und zwar der Gründer, der Vater, der Max Konopke, der hatte 2 Kinder. Den Sohn, der hieß Günter, und die Tochter, die hieß Waltraud. Die hat geheiratet und hieß dann Ziervogel. Die hat den Laden unter der Schönhauser Allee geführt. Und der Günter hat diesen hier in Weißensee geführt. Und daher ist dieser Name bei den alten Weißenseern so eingegangen. Wir haben vor 12 Jahren den Laden übernommen, mit dem Laden unter Konopkes Imbiss, haben dann Konopkes Diner und Fleischerei draus gemacht. Und ja, im letzten Jahr gab es einen kleinen Markenrechtsstreit, den wir keine Lust hatten, uns 4 Jahre vor Gericht rumzuschlagen und vielleicht noch viel Geld hinterher zu schmeißen, und haben dann uns auf den Namen Oppens Diner geeinigt, beziehungsweise geeinigt, wir haben den Namen dann genommen, um aus diesem Markenrechtsstreit rauszukommen. Und ja, ich denke, es war die vollkommen richtige Entscheidung. Wir können das damit klar absetzen. Aber die Kunden verstehen natürlich diesen Hintergrund nicht, dass wir mit dem aneinander nichts zu tun haben, obwohl es teilweise früher derselbe Name war. Aber ja. Ja, also früher war ja hier so ein kleiner Holzimbiss an der Straße. Da war das noch dieser Konopke-Imbiss von dem Günter Konopke. Hier vorne, wo praktisch jetzt dieser kleine grüne Busch ist, da stand früher wie so eine Holzbude. Und die war nach 3 Seiten verglast und da wurde rausverkauft. Das war nicht groß, er hatte vielleicht 20 Quadratmeter allerhöchstens, aber haben natürlich Umsätze gemacht ohne Ende und hat gebrummt der Laden, weil Currywurst war das Ding zur DDR. Guten Tag! Genau. So, und dann haben wir einmal die Curry Pommes mit Mayo. Ja. Guten Appetit wünsche ich. Kotelett mit Kartoffeln über dem Eisbein, ne?
Hast du deinen Kompagnon gelassen und sonst hier immer zu zweit? Heute, letztes Mal warst du auch schon alleine, wa? Das sieht ja gut aus, wa? Ist das so okay, ne? Senf wieder ein bisschen extra? Ja. Senf noch mal ein bisschen extra auf den Teller? Ja. Wie lange macht ihr denn das jetzt? Also wir hatten ja vorher die Fleischerei und die haben wir seit 89. Im September 89 habe ich die vom Vater übernommen, weil der krank wurde. Genau. Und dann haben wir im März, zum 1. April 2012, haben wir den Imbiss hier dazu mit übernommen und haben dann 6 Jahre beide Geschäfte, also Fleischerei und Imbiss, parallel geführt. Was, man sieht, ein paar graue Haare und ein paar Federn gelassen hat bei uns beiden. Ja, auch wenn es auf der anderen Straßenseite nur war, aber es war schon eine Herausforderung, 2 Geschäfte zu führen. Beide Geschäfte kochen, machen, also war schon spannend. Aber wie gesagt, dann haben wir gesagt, irgendwann nach 7 Jahren, ja, nach 6 Jahren, 6 Jahren haben wir uns dann getrennt von der Fleischerei und haben dann bloß noch den Imbiss gemacht. Und seitdem leben wir etwas ruhiger und entspannter. Und das Hauptgeschäft war eben wirklich Mittagstisch, haben die Currywurst mit dazu genommen und ja, damit sind wir jetzt ganz gut dabei. Uns reicht vollkommen aus. Zwei Curry und 2 belegte Hackebutter. Ja, gerne. Ja. 99. Hier einmal den Gulasch. Bei dir waren 2 mit drauf. Ketchup, Mayo. 21,50 bitte. Bin gleich bei Ihnen, ganz kleinen Moment. Lass es schmecken. Hallo, was auf sein bitte? Zweimal eine Curry und eine Schote. Ja? So, ein Brötchen jetzt noch? Ja, genau. Und schon sehr lange? Hier wohnen, Nee, sozusagen, also also Stammgast? Stammgast, Ja, schon 15 Jahre. Bestimmt, ja, genau. Und was ist das Besondere hier? Na, das Besondere ist, denke ich mal schon, dass jeder weiß, dass es der ehemalige Konopke-Standort war. Ne? Und dass natürlich die Currywürste legendär sind hier. Was müssen wir für euch tun, würde der Lange jetzt sagen. Hallo. Hätten Sie auch gern ein Getränk mit dazu? Mit einem Getränk oder ohne? Wir haben Cola, Fanta, Apfelschorle, Holunderbrause, Fassbrause. Die Holunderbrause ist dann jetzt mit Kohlensäure, oder? Ja. Nee, dann die Apfelschorle. Oh, die ist auch mit Kohlensäure. Naja, ich denke jetzt sogar machen Sie mir ein bisschen Butter. Sehr gerne. Was darf sein? Gegrillte Bratwurst und 2 Currywürste mit Brötchen. Mach ich. Ja, bitte. So, nee, das kannst du durchgreifen. Kannst du schon Gabel nehmen? Nee, warte. Hier. Ja? Gut. Bei der Bratwurst? Ketchup. Ketchup, war schon nicht geklärt, genau. Ciao. So, und die Bratwurst, lasst euch schmecken. Dankeschön. So, hallo, bitteschön. Ich hätte gerne einmal so was Schönes hier. Nudeln mit Gulasch. Gerne. Nein, war kein Muster, war keine Deko. Haben Sie noch einen Getränkewunsch? Ja, Nehmen wir Zimmertemperatur? Gulasch kommt sofort, ja? Alles? Einmal 2 Currywurst mit Pommes.
Viel Currywurst und da die Pommes? Nee, hier die Pommes. So, der ist doch glatt weg der Gulasch auf der Strecke geblieben hier. Oh, danke schön. Guten Appetit. Sind Sie Stammkunde hier? Also Stammkunde, was verstehen Sie als Stammkunde? Ich komme, ich sag mal, wenn ich immer hier im Weißensee bin, gehe ich immer rein, weil ich kenne das schon jahrzehntelang. Denn früher ist man hier in der Schönhauser oben an der, bei Knopke, ich weiß nicht, ob die das sagt, aber mir schmeckt das hier am besten und vor allen Dingen, weil der Service hier und die Kollegen sind viel, viel netter als die da unten. Gerne. So, 6 bitte. Dankeschön. Und was motiviert euch jeden Tag aufs Neue? Jeder Tag ist anders. Die Kunden sind manche sehr speziell, aber du hast so viele liebe, nette Kunden und die auch immer wieder sagen, dass sie gerne kommen. Und wie gesagt, die uns auch motivieren, dass wir auch wirklich noch bleiben, dass wir noch nicht aufgegeben haben. Also und du hast es ja selber gesehen, der Ton ist hier sehr locker. Ja. Also nicht so eine hierarchischen Strukturen, sondern hier ist so ein bisschen Humor und Berliner Witz mit bei. Und ich glaube, das ist auch das, was die Kunden hier ja so ein bisschen mit wollen. Die haben alle genug Altersprobleme und wollen einfach in ihrer Mittagspause, wo sie was essen oder einfach nur was zu sich nehmen, einfach ein bisschen, na, ich will nicht sagen unterhalten werden, das ist zu viel verlangt, aber sie gucken schon sehr genau, was wir hinterm Tresen, ich würde es beinahe sagen, für eine Show abziehen. Und wir sind da, glaube ich, ganz gut dabei.